Wir sehen hier einige großartige Funde aus den berühmten Schachtgräbern von Mykene. Die Schachtgräber von Mykene und Mykene selbst wurden von Schliemann entdeckt. Schliemann war ja auf den Spuren des Trojanischen Krieges. Er hatte Troja ausgegraben und er wollte nun sozusagen den Ursprung von Agamemnon finden und er wollte Mykene finden. Er glaubte, Mykene identifiziert zu haben. Und als er das Gräberrund A öffnete und die goldenen Masken entdeckte, sagte er, als er eine goldene Maske hob, das sei die Maske des Agamemnon. Er glaubte also, dem Agamemnon ins Gesicht zu blicken. Die Gräber im Gräberrund A waren wahnsinnig reich ausgestattet mit Gold und Bernstein. Später, 1951, wurde auch noch Gräberrund B aufgedeckt. Gräberrund B enthielt weitere reiche, aber ältere Bestattungen, darunter ebenfalls wieder Gold und vor allem Bernstein aus den britischen Inseln, aber auch aus dem Aunitzer System. Wenn wir uns diese Bernsteinketten etwas näher ansehen, dann haben wir hier ein gutes Beispiel. Dann sehen wir, dass es sich um außerordentlich massive, sozusagen fast schon Angeberketten handelt, nicht aus großen, übergroßen Bernsteinperlen, komplexe Bernsteinschieber, die verweisen auf Wessex, also auf einen direkten Kontakt mit England. Es gibt aber auch Bernsteinperlen, die auf Böhmen verweisen, also auf das Aunitzer System. Und ich bin sicher, dass Bernstein auch direkt aus Mitteldeutschland nach Mykene kam. Nicht nur Bernstein kam nach Mykene, es gab einen weiteren Austausch. Und zwar gibt es so einen gezackten Griff des Prunkszepters von Buschberow. Buschberow ebenfalls im Wessex-System und ein ähnlich gezackter Knochenbesatz für einen solchen Griff findet sich in den Schachtgräbern von Mykene, sodass wir auch hier Beziehungen feststellen können. Darüber hinaus gibt es in den Schachtgräbern von Mykene zahlreiche Edelmetallgefäße hier wie diese Tasse, die natürlich auch eine Verbindung zu uns zeigen. Auch wenn sie etwas jünger sind, zeigen sie doch die Verbindung generell zu diesen Edelmetallgefäßen des Orients. Das heißt, wir sind mit der Himmelsscheibe und ihren Beifunden also direkt mit Mykene verbunden, direkt mit Wessex verbunden über diese fantastischen Funde aus Bernstein. Und was auch ganz spannend ist, die Gräber von Mykene sind praktisch Waffenkammern, denn dort finden sich zahlreiche Waffen. Die normalen Männer dürfen ihre Waffen nicht mitnehmen. Die Waffen werden vom König ausgegeben und der König selbst verfügt über zahlreiche Waffen. Genauso ist es ja im Grab von Leubingen. Also wieder eine Analogie zwischen Mykene und Aunitz.